Eieiei. Quasi die normale Portion. 1,25 Kilogramm Steak. Auf die Plätze, fertig, Let's go. los! Damit, Leute, herzlich willkommen zurück auf Big MTV und natürlich unserer kleinen Fortsetzung unserer Harzer Schnitzelkönig-Reihe. Wir haben jetzt gerade einmal auf unserem Hauptkanal, checkt das Video auf jeden Fall im Vorhinein ab, Challenge 1 von 3 im legendären Harzer Schnitzelkönig abgedreht. Ich habe jetzt gerade vor, ich sag mal 5 Minuten XXL Schnitzel, XXL Currywurst, 2 Disziplinen hinter mir gebracht und jetzt geht's hier heute mit dem neuesten Video weiter. Direkt im Anschluss, für euch aber neu, XXL Rumpsteak bis zu 1,5 Kilo schwer. Allein jetzt nur das Rumpsteak und das nachdem jetzt schon, ich sag mal, ordentlich Currywurst, ordentlich XXL Schnitzel plus Beilagen intus sind. Mit vielen Soßen. Also checkt auf jeden Fall das erste Video auf Big M ab. Das findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, denn unser Ziel ist weiterhin, diesen Thron hier, Harzer Schnitzelkönig, zu besteigen, uns zu krönen und dementsprechend nach dem XXL Rumpsteak noch ein drittes Video, noch eine weitere Challenge, die 4. Disziplin anzugehen, wo noch ein XXL 3 Kilo Burger auf uns wartet. Aber jetzt geht's erstmal in die Rumpsteak Challenge. 1,5 Kilo Rumpsteak mit Beilagen. Das wartet auf uns. Auf geht's in die nächste Challenge. Harzer Schnitzelkönig. Let's go. Also meine Lieben, es ist soweit, ne? Es geht jetzt rauf in die zweite Runde und dementsprechend die XXL Steak Challenge. Vom Gefühl her muss ich sagen, hat mich das Ganze jetzt gerade schon ein bisschen mehr gestopft als gedacht, denn was ich unterschätzt habe oder mir halt auch gerade gesagt wurde, ist es halt ein reines 1 Kilo Fleisch, ne? Und dann kommt die Panade dazu, dann kommen die Beilagen dazu. Genauso wie bei der Currywurst unterschätzt man immer die Currysoße, die noch irgendwo drüber kommt. Also wir sind bei weitem nicht bei diesen Anführungsstrichen nur 1,75 Kilo Fleisch, sondern wahrscheinlich eher schon, wie Sie gerade gesagt haben, mit Beilagen schon bei knappen 2,5 bis 3 Kilo. Dementsprechend, ja, so fühle ich mich auch. Ich weiß nicht, wie es enden soll. Jetzt kommt, wie gesagt, das 1,25 Kilo Steak plus nochmal 300 Gramm Beilagen, also nochmal 1,5 Kilo. Und ich bin gespannt, wo es endet. Aber wisst ihr was, ich habe Bock, wieder was Heißes zu essen. Und dementsprechend gehen wir rein in die neueste Steak Challenge. Eieiei, ich würde sagen, ist denn schon Weihnachten? Aber ich habe es ja vorhin schon mal einmal... Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne, lass es dir schmecken. Boah. 1,2 Kilo lecker Fleisch. Lecker Steak, Rumpsteak, ne? Rumpsteak, Ist es genau. argentinisch? Argentinien. Argentinisches Korrekt. Rumpsteak, sehr, sehr geil. Mit ein bisschen Kräuterbutter, Hausgemachte Kräuterbutter, Und- 2 Grilltomaten, mit ein bisschen Mozzarella. ein bisschen Parmesan. Ah, Parmesan oben drüber, geil, geil. Und wahrscheinlich Basilikum oben drüber als Kräuter und so, ne? Genau, richtig. Ja, kenne ich schon so ein bisschen. Du kennst dich sehr gut aus bei uns. Mittlerweile habe ich das ein oder andere Steak, Platte oder so schon gegessen, weiß, was dazu kommt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich freue mich jetzt nach Schnitzel, ich freue mich jetzt nach Currywurst auf ein geiles, frisches Steak. Und ich glaube, ihr habt sogar eine Beilage mit dabei wieder, ne? Genau, Auf eine die ich mich gerade leckere eher weniger freue, aber ich schau mal, wie sie aussieht. Ofenkartoffeln Ofenkartoffeln mit diesmal. Cream. Geil, mit Sour Cream. Geil. Separat dabei, sonst ist die, glaube ich, auch, kann man wahlweise schon mit dazu nehmen. Ne, so Genau, kann ich mir entweder so ein bisschen apart gehalten, Ja. separat gehalten oder wir machen es eigentlich mit drauf. Super, danke dir. Dann werde ich es mir auch hier wieder gut gehen lassen. Hoffe, dass ich das Ganze schaffe und wir beide oder jemand noch, wir uns spätestens beim Burger wiedersehen. Auf jeden Fall. Mein Lieber, ich danke dir. Es sieht schon Lass wieder dir toll schmecken. aus. Ich danke dir. Ne? Die Zeit steht bei 1 Stunde, 5 Minuten steht die Zeit. Ja. Damit gehen wir rein in die zweite Challenge. Du Okay. darfst die Zeit fortsetzen und damit geht's rein. Auf geht's Ja. in die zweite von 3 Challenges. Hier Harzer Schnitzelkönig. Diesmal steht das 1,25 Kilogramm Steak vor uns mit Beilage, Kartoffeln. Und damit würde ich sagen, wenn du bereit bist, darfst du Alles klar. draufdrücken und es geht rein. Die Zahl steht bei 1,5. Auf die Plätze, fertig, Let's go. los! Danke dir, mein Besser. Gerne, Danke dir. guten Appetit. Dankeschön. Also, meine Lieben, damit geht's rein ins Steak. Oh, schaut es euch an. Oh, geil. Geil, geil, geil. Seht das hier, ne? Schön medium gebraten, schön rosa noch leicht, trotzdem nicht ganz durch und dennoch immer noch so eine leichten Touchfarbe und oben kross. Übrigens, sous vide gemacht. Also nicht nur, ich sag mal jetzt wirklich aus dem Ofen, aus dem ganz einfachen, ich sag mal, wie es gegrillt wurde in der Pfanne oder so, sondern sous vide gegart. Richtig, richtig toll. Das heißt, das habe ich ja damals auch bei Max Pane gehabt, der mir das Ganze machen wollte. Ich kannte das. Habe es zum Beispiel auch bei Grillgotts mit der Enten-Challenge gehabt, sous vide. Haben sogar mittlerweile meine Eltern. Ist einfach Next Level. Man kann damit so viel anstellen, sich so viel Zeit lassen. Dann wird es am Ende noch mal schön, einfach nur die paar Minuten noch mal kross gebraten auf dem Grill. Geil. Und genauso schmeckt es. Ihr könnt es auch gerne mal schreiben. Seid ihr jetzt so der Typ,
der jetzt so, ich sag mal, sich wirklich Natur auf das Steak konzentriert. Es ist tatsächlich auch hier schon, sehe ich, mit dem einen oder anderen krossen Pfefferkorn oben drüber. Oder seid ihr wirklich so der Typ, der wie ich jetzt hier das einfach mal probiere, sich dann die Kräuterbutter drüber macht, bis sie zerläuft. Und dann seht das hier, sich so ein richtig geiles, schönes, zartes Stück Steak mit Kräuterbutter nimmt, was natürlich den Geschmack nochmal intensiviert. Tomate dazu mit Mozzarella. Auch tatsächlich gebacken. Die Tomate, also schön warm. Mozzarella dazu zerlaufen. Meine Lieben, ihr seht's. Wir lassen uns erneut gut gehen. Es ist warm, es schmeckt geil. Die Zeit läuft. Rein geht's in die Harzer Schnitzelkönig Challenge. Nummer 2, Disziplin, 3 von 4, 1,2 Kilo Schnitzel und die Ofenkartoffel. Let's go. Falls du mal eine normale Portion sehen wolltest. In einer normalen Das Portion. wäre aber quasi die normale Portion. Ich kann es ja euch mal daneben halten. Ja. Das ist jetzt noch die Hälfte von meinem. Also das ist die normale Portion, die man hier bekommt. Und das ist quasi dann ja, meine. Von der Hälfte noch. Wir holen uns jetzt mal unsere Ofenkartoffel hier raus mit ein bisschen Frühlingszwiebeln, die hier oben drauf ist. Ich habe jetzt, schon zerfallen. Okay, so macht man es halt nicht. Dann lassen wir sie in der Folie drin. Habe jetzt schon die Hälfte von dem 1,2 Kilo Steak so gut wie durch. Schmeckt sehr, sehr lecker. Nehmen uns ein bisschen Sour Cream da oben zu. Ne, probieren das Ganze mal. Schön mal verstreichen. Eine Seite, zweite Seite. So. Und dann gehen wir mal in die Ofenkartoffel rein. Auch die wird natürlich mächtig stopfen jetzt noch. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich hätte die gar nicht dazu gebraucht jetzt. Weil mir das so lecker gerade das Steak so schmeckt, einfach mit den Tomaten hier. Und auch mit der Kräuterbutter, dass ich sagen muss, ich hätte dazu gar keine Beilage gebraucht. Also, klar, schmeckt natürlich zum Steak. Aber hätte ich tatsächlich gar nicht so gebraucht. Hätte auch wahlweise hier wieder Kartoffelveggies oder Pommes nehmen können. Wollte aber hier einfach mal was anderes probieren. Ich glaube, zu den passt auch die Sour Cream ganz geil. Und dementsprechend würde ich sagen, Leute, wisst ihr was, wir kombinieren das Ganze. Lasst uns weiterhin gut gehen. Haben jetzt ungefähr 1 Stunde 20 für alle 3 Gerichte gebraucht. Und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns weiter das Steak gut gehen. Für mich bisher das Highlight, was ich hatte. Meine Lieben, wir gehen in das letzte, ich sag mal, Riesenstück Ofenkartoffel. Und was ich gerade gemacht habe, habe diese Tomaten noch mitgenommen, auch wenn sie wahrscheinlich Deko waren. Aber dadurch, dass die halt mit dem Mozzarella und richtig schön weich gewesen sind, kommt man sie super noch am Ende mit der Kartoffel nehmen. Das mache ich jetzt auch mit dem letzten Stück noch. Stückchen Mozzarella dazu. Und damit haben wir in etwas mehr als einer halben Stunde, weil wir ja bei 1 Stunde 5, glaube ich, ungefähr angefangen hatten, wieder weiterzumachen, das 1,2 Kilo Steak plus die Ofenkartoffel soweit durch und insgesamt jetzt nach unseren 3 Disziplinen, wir haben 3 Disziplinen mal geschafft, Halleluja. Also damit schon mal, ich sag mal, mein Mindestziel erfüllt, weil ich wollte wenigstens sagen, ey, die ersten 2 Videos in Anführungsstrichen sind im Kasten, damit es noch zum 3. Video kommt, plus, ich sag mal, 3 Disziplinen geschafft, denn das war schon so mein Mindestziel, wo ich sage, also XXL Currywurst, XXL Schnitzel, XXL Steak. Das muss gemacht werden, damit wenigstens der Burger noch kommen kann. Aber ich muss euch sagen, Halleluja, Leute, ich fühle mich echt schon richtig, richtig, richtig gut gefüllt. Wir haben jetzt gleich noch theoretisch 2,5 Stunden knapp Zeit. Also insgesamt ja 4 Stunden für 4 Dinger, um die 4. Disziplin anzugehen und auch zu beenden. Aber ich kann euch nur eins sagen, für mich war das Steak jetzt gerade das absolute Highlight. Also das war geschmacklich für mich bombastisch. Wirklich mit der Ofenkartoffel hat es mit der Sour Cream richtig gut gemundet. Ist sowieso meine Lieblingsbeilage, wenn ich quasi ein Steak dazu mache. Mache ich mir sogar zu Hause, wenn ich mir ein gutes Steak mache. So eine Ofenkartoffel frisch vom Markt.
Aber das Steak auch in der Größe, also das ist ein Stück Fleisch gewesen. Ich sag mal jetzt ohne Vorbelastung wäre das für mich jetzt genau das Richtige, so zu Hause, ohne in eine Challenge reinzugehen, sondern so richtig, ich sag mal 1 Kilo aufwärts. Geiles Steak, argentinisches Rumpsteak, es hat gemundet. Klar, 89,90 darf man jetzt auch nicht vergessen, aber Qualität, die Größe, geiles Essen, eine geile Challenge und damit, sage ich mal, Video 2 von 3 erfolgreich bestanden und Disziplin 3 von 4. Ich verabschiede mich ganz kurz nur für euch ein paar Tage länger und auf dem nächsten Kanal für hier vom Harzer Schnitzelkönig. Und wir sehen uns auf Big M wieder mit dem Grande Filade, nachdem wir jetzt XXL Schnitzel, XXL Currywurst, XXL Rumpsteak, 3 von Disziplinen hinter uns haben, 3 von 4. Und damit würde ich sagen, ich mache mich fertig für das Finale. Auf geht's in den XXL Burger vom Harzer Schnitzelkönig, den ihr auf Big M in den nächsten Tagen oder ab jetzt schon, wenn ihr das Ganze schaut, sehen könnt. Wir sehen uns wieder. Auf geht's in die letzte Runde, auf geht's in das Finale. Liebe Grüße jetzt erstmal von hier. Bis denne oder jetzt gleich. Ciao, ciao.